Mein Name ist André Becker, ich bin Head of International Solutions Engineering und Product Manager bei Skydio, dem Weltmarktführer für autonome Drohnen. Also ich arbeite hier im Herzen von Frankfurt. Skydio ist eine amerikanische Firma. Alle europäischen Mitarbeiter sind über den Kontinent verstreut. Hier im Büro selber habe ich natürlich meine Technik, meine Drohnentechnik, meine Computer, meine 3D-Drucker, meine Workstation zum Errechnen von 3D-Modellen. Aber ich bin eben auch viel draußen beim Kunden, weil als Solutions Engineer ist es meine Aufgabe, autonome Drohnenlösungen beim Kunden in deren Arbeitsumfeld zu integrieren. Das heißt, heute ist mein Arbeitsplatz im Büro und morgen bin ich vielleicht in der Zementfabrik und am anderen Tag in einer Trainingsumgebung von Polizei oder Feuerwehr. Also von daher, der Arbeitsplatz ist vielfältig. Generell meine Arbeit, jedes Projekt ist anders. Ich mache dasselbe Projekt nie zweimal. Gerade in der Entwicklung geht es ja immer darum, die Grenze des Machbaren weiter zu verschieben und nie sich immer um das gleiche Problem zu kümmern. Deshalb, das ist auch das, was ich brauche in meinem Leben. Abwechslung, neue Herausforderungen. Das ist das, was sich täglich verändert und was bleibt gleich. Die coole Arbeit mit Kollegen, kontinentübergreifend. Das ist was ich sehr schätze und auch was eine sehr gute Konstante ist in diesem Flow von neuen Features, von Entwicklungen, von neuen Lösungen beim Kunden. Meine typischen Arbeitszeiten sind flexibel. Ich richte mich erstmal hier danach, ob ich mehr Arbeit im Büro habe oder ob ich raus zum Kunden muss. Und vor allem, wann meine amerikanischen Kollegen dann wach sind und bereit für Meetings. Und wenn ich abends eben Meetings habe mit Amerikanern, dann stehe ich morgens ein bisschen später auf, fange ein bisschen später an und so kann ich das flexibel verschieben. Also ein schöner Moment aus meinem Berufsleben, da fallen mir sehr viele ein. Ich glaube, für mich mein Favorite ist, als ich damals ein Produkt, an dem ich sehr lange gearbeitet habe, in New York am Times Square in den Studios von Good Morning America der Welt präsentieren durfte. Das war einfach einmalig und dafür haben wir viele Jahre gearbeitet und dann das vorstellen zu dürfen in dem Setting, das war eigentlich einmalig. Aber ansonsten sind tolle Momente immer wenn man neue Herausforderungen bekommt, wo man am Anfang denkt, wie schaffen wir das? Das ist vielleicht zu komplex. Dann aber das in Scheibchen zerlegt und es dann schafft und dann merkt, wir haben es doch geschafft. Und das sind immer jedes Mal tolle Momente. Was immer unangenehm ist, ist gerade als Berufseinsteiger, ich habe an der SAE Film studiert. Film ist ein Medium, das ist für viele Leute da draußen gar nicht greifbar. Wenn ich zum Schreiner gehe und lasse mir einen Stuhl machen, dann weiß ich zahle den Betrag und dann habe ich einen Stuhl vor mir stehen. Film, Ton, Medien sind nicht greifbar. Und vielen Leuten ist nicht klar, wie viel Arbeit darin steckt, was das auch kostet. Und dieses Unangenehme ist es immer mit Leuten klar zu machen, dass diese Arbeit, die man da macht, sehr viel wert ist. Und Leute dann erstmal in ihrer Vorstellung brechen zu müssen, was, es ist so teuer, aber das ist einfach unangenehm, das ist halt in der heutigen Zeit, heute ist jeder ein Kameramann, heute ist jeder ein Tonmann und wirklich die Fachleute sich da durchzuboxen, das war auch für mich nicht einfach und es ist definitiv unangenehm, aber wenn es zum Beispiel um einen Job geht, den man machen soll und nichts verdient, dann muss man aber auch, dann zeigen diese Momente auch teilweise, dass es so unangenehm ist, dann sollte man es auch besser bleiben lassen. Glück im Berufsleben ist eine wichtige Komponente, aber ich würde eher sagen, Selbstinitiative und Fleiß sind viel wichtigere Komponenten. Die Jobs, die ich bisher hatte, ich bin da nie wirklich reingekommen, weil ich aktiv nach einem Job gesucht habe, sondern das hat sich durch mein Netzwerk immer ergeben. Und so bin ich eigentlich immer fließend vom Studium in den ersten Job, in den zweiten Job, in den dritten Job. Da spielt Glück mit rein, aber noch viel wichtiger sind es die Fähigkeiten und die Fertigkeiten, die man sich auf dem Weg entwickelt. Und das ist immer ganz wichtig und das finde ich ist die wichtigste Eigenschaft, nie aufhören zu lernen.
Und so bin ich an diese Sachen gekommen. Ich habe Film studiert, dann bin ich zu einer Kinokamerafirma, Red, und bin dort erstmal vom Filmthema immer mehr ins Produktmanagement, ins Technische reinkommen, weil es mich interessiert hat. Von dort aus dann zu DJI, weil Kameras natürlich auch unter Drohnen hängen, und bin dort in die Drohnentechnik eingestiegen und habe dann in den 4 Jahren, wo ich dort gearbeitet habe, viele Produkte eben mitentwickelt. Und da reicht es eben nicht nur eine Ahnung von Film zu haben, sondern da geht es dann auch los mit Elektronik, Engineering, Flugtechnik, und das muss man sich alles beibringen. Jetzt bei Skydio zum Beispiel, wie diese Technik, die ja quasi die Basis des Films, weil wir überall Kameras benutzen, mit der Drohnentechnik, zusammen mit AI und Machine Learning verbunden, und so kommt irgendwann alles zusammen. Und wenn man da nicht bereit ist zu lernen und Spaß am Lernen hat, dann wird es schwer, und ich glaube, dass einem da dann auch Glück nicht hilft. Ich kann gar nicht sagen, welche einzige Kernkompetenz heute oder welche Skills wirklich wichtig sind, sondern eigentlich ist für mich alles, was ich bisher gelernt habe, wichtig, rückblickend betrachtet. Aber so die wichtigsten Skills in meinem Day-to-Day-Job sind die Selbstinitiative und definitiv Engineering ist ein Punkt, gerade Drohnen, wie sie gebaut werden, Materialien, Konstruktion, ist ganz wichtig, damit sich sowas auch in der Luft hält. Fingerfertigkeit ist ganz wichtig fürs Drohnefliegen, das ist ganz wichtig. Und Kreativität, ganz oben auf der Liste. Was mich im Beruf motiviert hält, ist die Abwechslung. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal erwähnt, aber dass jeder Tag anders ist, dass ich niemals am gleichen Projekt arbeite, das ist das Besondere. Ich könnte mir einfach nicht vorstellen, jeden Tag in der Fabrik vom Fließband zu stehen. Ich habe Respekt vor den Leuten, die das machen, aber ich brauche immer was Neues. Und ich merke auch, wenn sich irgendwann Sachen wiederholen, dass mir auch schnell langweilig wird und dass ich das Interesse verliere. Und deshalb ist das so wichtig für mich. Top-Favorite-Weiterbildung ist, dass ich alle möglichen Webseiten nehme aus der Tech-Branche, Newsseiten, und mit einem RSS-Reader mir in einer App verbinde und quasi ich dann einfach je tagesaktuell wie meine eigene Zeitung bekomme. Und so muss ich nicht mehr auf einzelne Webseiten gehen und gucken, was gibt es da Neues, sondern das kommt alles in der App zusammen. RSS ist schon ein bisschen älter, aber das ist für mich immer noch da, wo alle Informationen gebündelt werden. Das ist so die eine Seite. Und mein anderer Favorite ist YouTube. Neben den ganz vielen Katzenvideos, die man so findet man unglaublich viele Tutorials. Ich habe mir schon so viele Sachen über YouTube angeeignet und Leuten zugeschaut, die bereit sind, ihr Wissen zu teilen. Und das zusammen ist für mich einfach essentiell. Ich habe mehrere berufliche Vorbilder. Ich nenne jetzt mal meine 2 Liebsten. Das sagen wahrscheinlich viele, aber auf Platz 1 ist Elon Musk, weil er einfach zeigt, dass er challenge den Status quo immer. Also alles, was gegeben ist, nimmt er nicht einfach hin, sondern er versucht genau das immer zu verbessern und sich in Themengebiete einzuarbeiten, wovon er vorher noch gar keine Ahnung hatte. Also sei es Elektromobilität, Raketentechnik, Tunnelbau, das ist alles nicht seine Kernkompetenz, das hat er sich alles angeeignet. Und das ist was ich sehr schätze und was ich auch in meinem Leben versuche, so durch immer weiterzukommen. Und die zweite Person ist Kyle Wiens. Das ist der Gründer von iFixit und der Mitbegründer von einer globalen Bewegung, dem Right to Repair, was sagt, Leute, nehmt nicht einfach hin, wenn ihr irgendwelche Geräte oder Maschinen habt, dass Hersteller euch sagen, ihr könnt es nicht reparieren, ihr müsst was neu kaufen, sondern dieses Movement ist das Empowerment, selber Sachen zu reparieren und own your device, also quasi seine Geräte zu verstehen und ein ganz anderes Verständnis dafür zu haben und dadurch auch unglaublich viel zu lernen, auch im Bereich Engineering. Und das ist was er aus einer Not gestartet hatte, weil er das persönlich gebraucht hatte. Und das ist sehr inspirierend und zu sehen, dass die beiden Menschen wirklich globale Bewegungen ins Leben gerufen haben, das sind meine Vorbilder. Die beste Entscheidung in meiner beruflichen Laufbahn war, mir einen 3D-Drucker zu kaufen. Mittlerweile sind es 3 Drucker geworden. Das war die beste Entscheidung, weil sich durch diese Maschine
sich für mich eine völlig neue Welt eröffnet hat in Sachen Elektronik, Engineering, CAD, was ich so spielend lernen konnte. Und was dann dieser 3D-Drucker hat es mir ermöglicht, dass durch das trockene Materie auf einmal greifbar geworden ist. Also heute kann ich, wenn ich eine Idee habe, schnell an den Computer gehen, mir was bauen und ein paar Minuten später habe ich es in der Hand. Und das ist ein geiles Gefühl und es hat mir viel Wissen vermittelt. Deshalb ist das meine beste Entscheidung. Ich habe damals Digital Film und Animation studiert und dann meinen Bachelor in Digital Filmmaking an der SAE gemacht, an der SAE Berlin. Was habe ich in guter Erinnerung? Also, ich habe mich bewusst damals für ein Studium an der SAE entschieden, weil ich die klassischen Studiengänge Kamera oder Schnitt, das war mir alles zu einseitig und zu ein bisschen gefühlt zu altbacken. Bei der SAE hatte ich wirklich das Gefühl, dass es aktueller Stoff ist und dass ich viele Themengebiete bekomme. Also deshalb ist mir diese Vielfältigkeit der Themen in guter Erinnerung geblieben. Ich wusste das damals noch nicht, aber alles, was ich damals gelernt habe, das brauche ich heute. Egal, ob das ist, wie ich eine Kamera halte oder wie ich einen Businessplan schreibe oder auch wie ein Mischpult funktioniert, was eigentlich gar nicht mein Kernbereich ist. All diese Fähigkeiten, die ich damals gelernt habe, die kann ich heute einsetzen und die machen mich so flexibel und auch attraktiv auf dem Arbeitsmarkt, würde ich sagen, oder ein guter Mitarbeiter, weil ich mit vielen verschiedenen Bereichen reden kann. Das ist mir in guter Erinnerung geblieben, die Vielfältigkeit. Die Technik ist mir in sehr guter Erinnerung geblieben. Also wir hatten unglaublichen Zugang zu Kamera, Tontechnik, zu Studios und ich habe das damals schon unfassbar viel genutzt und man kriegt es aber, wenn man dann raus aus dem Studium ist, kriegt man auf einmal die Idee, wie wertvoll das vorher war, weil auf einmal bist du später draußen in der Industrie in deinen ersten Jobs und dann merkst du musst dir nicht nur eine Kamera mieten, sondern du musst auch für jeden Akku oder jede Akkuschale, jedes Kabel, jedes Mikrofon musst du Geld bezahlen. Und die Möglichkeit, vorher Firmen zu werden in dieser Technik an der SAE, das war wirklich einzigartig für mich und das war wirklich toll. Wahrscheinlich würde ich gar nicht mit mir reden wollen und mich einfach in Ruhe lassen. Der Grund ist, weil ich damals gar nicht wirklich wusste, in welche Richtung ich will. Ich wusste zwar, ich will in diesen Film- und Medienbereich, aber ich wusste es noch nicht genau. Als das Studium angefangen hat, war so meine Vision, ich gehe in die 3D-Animation und ich will später mal zu Pixar. Dann habe ich aber während dem Studium gemerkt, dass mich andere Inhalte viel mehr interessiert haben und dass ich nicht nur vom Computer sitzen will und Sachen bauen will, sondern dass ich auch raus muss zu Leuten, dass ich gemeinsam im Team arbeiten will und bin dann umgeschwenkt in die Produktion und das hätte ich in einem anderen Studium einfach nicht bekommen. Deshalb würde ich am besten, wie gesagt, gar nicht mit meinem damaligen Ich reden oder sagen, mach einfach, ich sag dir gar nichts. Der Weg vom Studium in den ersten Job und in den großen Job, der war damals fließend, weil schon während dem Studium wir immer an externen Projekten teilgenommen haben, versucht haben, so viel wie möglich auch was aus der Welt da draußen aufzuschnappen und uns vor allem ein Netzwerk aufzubauen. Und so war dann nach dem Studium, hatten wir in dem Sinne schon feste Kunden. Wir haben dann mit einem Partner zusammen, habe ich eine Produktionsfirma gegründet und dann haben wir da viel Werbung und Imagefilme gemacht und konnten eben, wie gesagt, aus dem Studium schon alle Kontakte mitnehmen. Und das war für uns ein toller Berufseinstieg, weil es A fließend war, in dem Bereich, was wir gemacht haben, konnte man auch ein bisschen Geld verdienen. Also nur Musikvideos zu machen nach dem Studium, das ist zwar lustig, aber es zahlt auch die Miete nicht und auch der monetäre Faktor, der muss einfach gegeben sein, damit man eben auch leben kann. Und von dort aus bin ich dann auch wieder fließend zu meinem nächsten Arbeitgeber, zu Red, einfach weil ich so viel Interesse hatte, nicht nur am Film selber, sondern auch an der Technik. Ich habe Kontakte zu Red bekommen, mit denen geredet und die haben gemerkt, aha, der versteht was vom Film, von der Technik. Und dann bin ich so auch langsam fließend und dann irgendwann voll zu Red eingestiegen. Und von dort aus hat mich dann DJI geklaut. Und so ging es immer weiter, bis ich jetzt bei Scadio bin.
Ja, mein aufregendster Flug, beziehungsweise die aufregendsten Flüge, die habe ich damals gemacht, als ich mit der World Rally Championship auf Welttournee war und die Möglichkeit hatte, mit 100 Stundenkilometer neben den Autos durch die Landschaft zu fliegen und einzigartige Aufnahmen zu machen. Ich glaube, dass ich nicht nochmal die Chance bekomme, in so einem Setting, so einem tollen Sport, dass ich da die Chance bekomme, das nochmal einzufangen. Und das war wirklich, da werde ich mich mein ganzes Leben lang mit einem breiten Lächeln zurück dran erinnern, ja. Für mich gibt es so 3 Stufen in dieser Drohnenevolution. Die erste Stufe ist jetzt immer noch und die letzten 5 Jahre. Drohnen wurden erstmal immer besser, längere Flugzeit, bessere Kamera. Ich habe immer einen Piloten gebraucht, der sie fliegt. Und wenn der Pilot einen Fehler macht, dann ist die Drohne leider auch ganz schnell wieder am Boden. Und Skydio mit den autonomen Drohnen, an denen wir arbeiten, wir sind in dieser zweiten Phase, in dem eigentlich der Pilot nicht mehr fliegt, sondern eine AI fliegt und die Drohne immer sicher in der Luft hält. Und das ermöglicht schon automatisierte Aufgaben. Das heißt, ich muss noch vor Ort gehen als Pilot und schauen, dass die Drohne alles gut erfüllt, aber an sich muss ich nicht mehr manuell fliegen. Zum Beispiel Vermessung von Häusern, da gehe ich hin, gebe der Drohne einen Bereich, sie vermisst das selbstständig und macht mir die Daten erfassen. Und in dieser dritten Stufe, in der wir so langsam übergehen und wo ich auch denke, dass die Zukunft in viel weniger als 10 Jahren ist, dass wir Drohnen permanent an bestimmten Punkten haben, zum Beispiel Brücken. Und dann können wir von überall aus die Drohne aus einer Box starten an dieser Drohne, zum Beispiel nach einem Sturm. Wenn wir schauen müssen, ist irgendwas kaputt gegangen oder ist irgendwas Kritisches, können die Drohne starten und aus der Ferne einen Job auslösen. Die Drohne macht es selbstständig, fliegt zurück, landet, lädt die Daten automatisch in die Cloud. Von überall aus in der Welt können wir dann anfangen, diese Daten zu nehmen und zu arbeiten. Da sind wir jetzt schon an dieser Schwelle von dieser zweiten zur dritten Stufe. Viele sind auch noch in dieser ersten Evolutionsstufe, aber da wird es hingehen, dass diese Drohne dann auch irgendwann nichts mehr Besonderes ist. Ich glaube auch nicht, dass wir den ganzen Himmel voller Drohnen sehen werden. Aber an gezielten Punkten werden wir das so sehen, dass die selbstständig Aufgaben erledigen und uns vieles einfacher machen. Das Networking ist das Allerwichtigste. Das geht beim Studium los und hört niemals auf. Es ist immer wichtig, Kontakte zu haben. Mir hat das schon viele Jobs, viele Freundschaften oder für mich dann auch Berufe eingebracht. Das ist unerlässlich. Und das Netzwerken ist für mich immer persönlich. Auch mal den Hörer in die Hand nehmen nach einem Monat und mal Kunden oder Bekannte anzurufen und sagen, hier, ich wollte erst mal hören. Das wird heute sehr selten gemacht, da wird schnell mal eine Nachricht geschrieben, aber persönlicher Kontakt zu halten, das finde ich ist ganz wichtig. Und auf der digitalen Ebene, für mich zum Beispiel Key ist LinkedIn. Wenn man sich heutzutage irgendwo bewirbt oder Leute einen Eindruck von einem bekommen, bei mir ist es zum Beispiel auch Presse oder Partner, mit denen wir Arbeit starten, dann ist LinkedIn immer die Adresse, wo man schaut, was hat er schon gemacht, wo kommt er her, hat er was zum Vorzeigen. Und deshalb ist es mein Tipp an alle, dann auch das LinkedIn immer aktuell zu halten, weil auch Leute Stellen besetzen wollen teilweise und gar keine Jobbeschreibung rausgeben, sondern direkt nach Profilen suchen. Und da, wenn man da schon was Gutes hat, dann ist es das A und O. Und teilweise ist es heute gar nicht mehr vonnöten, dass man Bewerbungen schreibt, meiner Erfahrung nach. Und wenn ich Bewerbungen bekomme, schaue ich mir immer direkt auch das LinkedIn an, weil man da einfach nochmal einen ganz anderen Eindruck bekommt und das sollte man pflegen. Generell bin ich ein großer Fan von SpaceX, da würde ich gerne mal auch mal an Raketen rumentwickeln, obwohl ich keine Luft- und Raumfahrt studiert habe, aber mit genügend Initiative kann man sich alles beibringen heutzutage und das ist das Geile. Aber genauso Brands wie Boston Dynamics, oder auch Apple, da schaue ich immer nach oben und vielleicht bringt mich das auch irgendwann in diese Richtung.